beten wir zur Einstimmung das Gesetzchen von Russlands, der in den Himmel aufgefahren ist. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von der Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der in den Himmel aufgefahren ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der in den Himmel aufgefahren ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der in den Himmel aufgefahren ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der in den Himmel aufgefahren ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der in den Himmel aufgefahren ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der in den Himmel aufgefahren ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der in den Himmel aufgefahren ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der in den Himmel aufgefahren ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der in den Himmel aufgefahren ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der in den Himmel aufgefahren ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie am Anfang, jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Liebe und die Freude des Herrn sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Guten Abend, liebe Schwestern und Brüder. Heute hören wir im ersten Evangelium, der ersten Lesung, dass Paulus seine ersten Missionreise erzählt. Eigentlich machen wir in unserer Familie eine Missionreise, um das Wort Gottes zu verstehen und dasselbe, was wir verstanden haben, zu verkünden. Das ist unsere Mission auf dieser Welt. Und das Evangelium führt uns zurück in den Abendmahlsaal vor dem Leiden und Sterben Jesu. Nach der Fußwaschung ermahnt Jesu seine Jünger zur Demut, denn der Sklave ist nicht größer als sein Herr. Wenn wir heute zum Tisch des Herrn treten, soll uns bewusst sein, dass wir in der Nachfolge Jesu demütig zum Dienst am Nächsten gerufen sind. Wenden wir zum Altar Gottes, um die heilige Messe mit Jesus Christus zu feiern. Herr Jesus Christus, du hast deine Jünger und auch uns gerufen, deine frohmachende Botschaft bis an die Grenzen der Erde zu tragen. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Du gibst uns die Kraft, mutig dein Evangelium zu verkünden. Christus, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Du willst, dass wir durch unser Leben Zeugnisse von dir geben. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Der allmächtige Gott erbarme sich uns. Er lasse uns des Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Lasset uns beten. Gott und Vater, du erneuerst den Menschen und schenkst ihm eine größere Würde, als er sie im Anfang besaß. Blicke auf das Werk deiner Liebe. Segne alle, die im Sakrament der Taufe das neue Leben empfangen haben, und erhalte sie in deiner Gnade. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in aller Ewigkeit. Amen. Lesung aus der Apostelgeschichte. Vom Paphos fuhr Paulus mit seinen Begleitern ab und kam nach Perge in Pamphylien. Johannes aber trennte sich von ihnen und kehrte nach Jerusalem zurück. Sie selbst wanderten vom Berge weiter und kamen nach Antiochia Pisidien. Dort gingen sie am Sabbat in Synagoge und setzten sie sich. Nach der Lesung aus dem Gesetz und der Propheten schickten die Synagogevorsteher zu ihnen und ließen ihnen sagen: Brüder, wenn ihr ein Wort des Trostes für das Volk habt, so redet. Da stand Paulus auf, gab mit den Hand ein Zeichen und sagte: Ihr Israeliten und ihr Gottesfürchtige, hört! Der Gott dieses Volkes Israel hat unsere
Väter erwählt und das Volk in der Fremde erhöht in Ägypten. Er hat sie mit hoch erhobenem Arm von dort herausgeführt und fast 40 Jahre durch die Wüste getragen. 7 Völker hat er im Land Kanaan vernichtet und ihr Land ihnen zu Besitz gegeben, für etwa 450 Jahre. Danach hat er ihnen Richter gegeben bis zum Propheten Samuel. Dann verlangten sie einen König, und Gott gab ihnen Saul, den Sohn des Kisch, einen Mann aus der Stamm Benjamin für 40 Jahre. Nachdem er ihn verworfen hatte, erhob er David zu ihrem König, von dem er bezeugte: Ich habe David, den Sohn der Israel, als einen Mann nach meinem Herzen gefunden, der alles, was ich will, vollbringen wird. Aus seinem Geschlecht hat Gott dem Volk Israel der Verheißung gemäß Jesu als Retter geschickt. Von dessen Auftreten hat Johannes dem ganzen Volk Israel Umkehr und Taufe verkündet. Als Johannes aber seinen Lauf vollendet hatte, sagte er: Ich bin nicht der von ihr mich haltet, aber seht, nach mir kommt einer, der die Sandale von der Füße zu lösen ich nicht wert bin. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Halleluja, das 174,3. 174,3. Halleluja, 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 Halleluja. Jesus Christus, du bist der treue Zeuge, der Erstgeborene der Toten. Du liebst uns und hast uns von unseren Sünden erlöst. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, o Herr. Nachdem Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen hatte, sprach er zu ihnen: Amen, Amen, ich sage euch, der Sklave ist nicht größer als sein Herr, und der Abgesandte ist nicht größer als der ihn gesandt hat. Selig seid ihr, wenn ihr das wisst und danach handelt. Ich sage das nicht von euch allen, ich weiß wohl, welche ich erwählt habe, aber das Schriftwort muss sich erfüllen. Einer, der mein Brot aß, hat mich hintergangen. Ich sage es euch schon jetzt, ehe es geschieht, damit ihr, wenn es geschehen ist, glaubt, ich bin es. Amen, Amen, ich sage euch, wer einen aufnimmt, den ich sende, nimmt mich auf. Wer aber mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Jesus Christus gibt seinen Jüngern den Auftrag, das Evangelium bis an die Enden der Erde zu verkünden. Ihn bitten wir. Für alle Männer und Frauen, die versuchen, den Glauben an dich, den Auferstandenen, den Menschen in unserer Zeit nahezubringen. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns.
für die Religionslehrerinnen und Lehrer, die bemüht sind, das Wissen über die christliche Lehre den Kindern und Jugendlichen zu vermitteln, über das in den Familien und in dem gesellschaftlichen Umfeld selten gesprochen wird. Christus, höre uns. Christus, höre uns. Für die Predigerinnen und Prediger, dass sie die richtigen Worte finden und mit ihrer Predigt die Herzen der Zuhörer öffnen. Christus, höre uns. Christus, höre uns. Für die Verstorbenen, dass ihre christliche Hoffnung auf die Auferstehung erfüllt werde. Christus, höre uns. Christus, höre uns. Guter Gott, dein Sohn Jesus Christus ist in diese Welt gekommen, um allen Menschen die frohe Botschaft zu bringen. In ihm danken wir dir in Ewigkeit. Amen. Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst uns das Brot, die Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit. Wir bringen dieses Brot vor dein Angesicht, damit es uns das Brot des Lebens ward. Gepriesen bist du in Ewigkeit, Herr, unser Gott. Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst uns den Frucht des Weinstocks und der menschlichen Arbeit. Wir bringen diesen Kelch vor dein Angesicht, damit ihr uns der Kelch des Heiligen ward. Gepriesen bist du in Ewigkeit, Herr, unser Gott. Betet, liebe Brüder und Schwestern, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefallen. Dein Herr, nimm das Opfer an aus deinen Händen, zum Lob und Ruhm deines Namens. So segne wir uns und deine ganze heilige Kirche. Herr unser Gott, lass unser Gebet zu dir aufsteigen und nimm unsere Gaben an. Reinige uns durch deine Gnade, damit wir fähig werden, das Sakrament deiner großen Liebe zu empfangen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. 382 von großer Gott beweglich. 382. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Herzen. Erhebet die Herzen. Wir haben es mit dem Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir Vater, in diesen Tagen freudig zu danken, da unser Osterlamm geopfert ist, Jesus Christus. Das Alte ist vergangen, die gefallene Welt erlöst, das Leben in Christus erneuert. Darum preisen wir dich in österlicher Freude und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Alles, was dich preisen kann, Cherubim und Seraphim, stimmen dir ein Loblied an. Alle Engel dir dienen,
Rufen wir stets ohne Ruhe. Heilig, heilig, heilig zu. Wir preisen dich, heiliger Vater. Du bist immer mit uns auf dem Weg, besonders wenn Jesus, dein Sohn, uns versammelt zum Mahl der Liebe. Wie den Jüngern deutet er uns die Schrift und bricht uns das Brot. Darum bitten wir dich, allmächtiger Gott, sende deinen Geist über Brot und Wein, damit Jesus Christus mit Leib und Blut in unserer Mitte gegenwärtig wird. Denn am Abend vor seinem Leiden nahm er beim Mahl das Brot und sagte dir Dank, brach das Brot, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl mit Wein, dankte wiederum, reichte den Kelch seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis unseres Glaubens. Deinen Tod, Herr, verkünden wir, Und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Gütiger Vater, wir feiern das Gedächtnis unserer Versöhnung und verkünden das Werk deiner Liebe. Dein Sohn ist durch Leiden und Tod hinübergegangen in das neue Leben und ist auferstanden zu deiner Herrlichkeit. Schau herauf auf diese Opfer, auf Christus, der sich mit Leib und Blut hingibt und uns in seiner Hingabe den Weg öffnet zu dir, unserem Vater. Barmherziger Gott, schenke uns den Geist der Liebe, den Geist deines Sohnes. Stärke uns in ihm und erneuere uns nach seinem Bild. Segne unseren Papst Franziskus und unseren Bischof Christoph. Lass alle Glieder der Kirche die Zeichen der Zeit verstehen und in der Treue zu deinem Evangelium wachsen. Mache uns offen für die Menschen um uns, dass wir ihre Trauer und Angst, ihre Hoffnungen und Freuden teilen und ihnen den Weg weisen zum Heil. Vater, wir empfehlen dir unsere Schwestern und Brüder, die im Frieden Christi heimgegangen sind, und alle Verstorbenen, deren Glauben niemand so kennt wie du. Führe sie zur Auferstehung. Und wenn unser eigener Weg zu Ende geht, nimm auch uns auf in dein Reich, wo wir für immer die Fülle des Lebens und der Herrlichkeit erwarten. Lass uns in Gemeinschaft mit Maria, mit unseren Namenspatronen und mit allen Heiligen dich loben und preisen durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen.
Beten wir voll Vertrauen das Gebet, was unser Herr Jesus Christus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Unser Herr Jesus Christus hat zu seinen Aposteln gesagt: Frieden hinterlasse ich euch und meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir gemeinsam. Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Herzen. Lamm Gottes, Du nimmst die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, gib uns deine Friede. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Ich bin bei euch alle Tage, bis zum Ende der Welt. Vierhunderteinundachtzig, Sonne der Gerechtigkeit, 1, 4 und 5. Bring in deiner Kirche
Deine Weile ist noch Macht, schaffe nicht in dunkler Macht, Erbarmliche. Gib den Toten Kraft und Ruhe, Glaube, Hoffnung, Liebesblut und das reiche Frucht aufgehen, wo sie unter Tränen sind, Erbarmliche. Lasset uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, du hast uns durch die Auferstehung Christi neu geschaffen für das ewige Leben. Erfülle uns mit der Kraft dieser heilbringenden Speise und Messe, damit das österliche Geheimnis in uns reiche Frucht bringt. Darum bitten wir du, Christus, unseren Herrn. Amen. Vielen Dank, liebe Schwestern und Brüder, für Ihre Mitfeier. Bleiben Sie weiter gesund. Wir verbunden immer im Gebet. Und wir wünschen Ihnen allen einen wunderschönen Abend und reichlich Gottes Segen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Es segne euch der allmächtige, barmherzige und liebevolle Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin und bleibt in der Liebe Christi. Danke, Herr Gott,